Roadrunner gegen Giftschlange, ein Kampf ohne Gnade. In der Wildnis gelten Schlangen seit jeher als Symbol für Tod und Schrecken. Mit ihrer Fähigkeit, sich lautlos zu bewegen, schnell zuzuschlagen und mit einem Gift zu töten. Das weitaus größere Lebewesen als sie selbst vernichten kann, gelten Schlangen gemeinhin als eine der perfektesten Killer, die die Natur hervorgebracht hat. Aber in den unwirtlichsten Gegenden, von sengenden Wüsten bis hin zu weiten Prärien, gibt es Wesen, die Schlangen erzittern lassen. Diese Tiere überleben nicht nur in der Welt der Schlangen, sondern jagen Schlangen und betrachten sie als ihre Hauptnahrungsquelle. Die Konfrontation zwischen dem lautlosen Mörder und dem Jäger eröffnet eine Welt, in der die Macht der Schlangen nicht mehr absolut ist. Inmitten der trockenen Hitze der Wüste im Südwesten der Vereinigten Staaten, wo die Erde rissig ist und das Gras wie verbranntes Stroh aussieht, gleitet ein kleines, aber entschlossenes Tier mit erstaunlicher Geschwindigkeit dahin. Es handelt sich nicht um ein wildes Raubtier, sondern um einen Vogel. Der Washboard Runner, auch bekannt als Langstreckenläufer, ist nicht nur ein bekanntes kulturelles Symbol des Bundesstaates New Mexico, sondern auch einer der effektivsten Schlangenjäger in der Natur. Der Washboard Runner hat den wissenschaftlichen Namen Geococcyx californianus. Er ist ein Vogel aus der Familie der Kuckucke mit einem kleinen, kompakten Körper, einem langen Schwanz und besonders entwickelten Beinen. Im Gegensatz zu anderen Vögeln, die durch die Lüfte fliegen, bleibt der Laufvogel lieber auf dem Boden, was seine Beine zu einer ultimativen Waffe macht. Sie sind stark, lang, beweglich und so schnell, dass sie eine Geschwindigkeit von 32 Kilometer pro Stunde erreichen können. Genug, um viele Reptilien und Insekten zu fangen, die versuchen zu entkommen. Jeder Schritt des Kuckucks ist ein Beweis für seine perfekte Anpassung an die Wüstenumgebung. Sein leichter Körper reduziert den Wasserverlust. Sein dunkles Gefieder absorbiert in den frühen Morgenstunden die Sonnenstrahlen und sein Verhalten spart Energie, um dem extremen Klima standzuhalten. Es ist kein Zufall, dass die Einwohner von New Mexico diesen Vogel als Symbol ihres Bundesstaates gewählt haben. Der Roadrunner ist ein lebendiges Symbol für Ausdauer, Intelligenz und den Willen, die härtesten Prüfungen zu bestehen, die die Natur ihm auferlegt. Mitten in der sengenden Mittagshitze, in der roten, staubigen Erde der Chihuahua-Wüste, lauert eine Klapperschlange und wedelt unheilvoll mit ihrem Schwanz. Aus der Ferne taucht der Kojote auf, ohne jede Angst zu zeigen.
Diese Szene ist nicht nur eine Jagd, sondern eine perfekte Demonstration von Instinkt, Geschicklichkeit und Selbstvertrauen. Ein kleines Wesen inmitten der Wüste hat den berühmten Killer mit seiner eigenen Kraft besiegt. In den weiten, trockenen Ebenen der afrikanischen Savanne, wo die Sonne jeden Grashalm erhitzt und das Leben ständig mit dem Tod ringt, schreitet ein großes Wesen elegant dahin. Doch hinter seinem Blick verbirgt sich eine tödliche Absicht der Wüstenbussard Sagittarius serpentarius. Der Sekretär ist ein ganz besonderer Raubvogel, der die Haltung eines europäischen Adligen aus dem 18. Jahrhundert hat und zuschlagen kann wie ein Boxer. Mit einer Höhe von bis zu 2 Metern hat er so lange und kräftige Beine, dass er eine Schlange mit einem einzigen Schlag töten kann. Sein hellgraues Gefieder, sein kleiner Kopf und sein schwarzer, federartiger Kamm im Nacken erinnern an die alten Verwaltungssekretäre, daher auch der Name Sekretärvogel. Trotz seiner Flügelspannweite von fast 2 Metern fliegt der Sekretärvogel nur selten. Die meiste Zeit verbringt er auf dem Boden, wo er unter der sengenden Sonne nach Beute sucht. Mit seinen langen, kräftigen Beinen und seinem schnellen, leichten Gang kann der Sekretärvogel ein großes Gebiet ohne großen Energieaufwand zurücklegen. Eine clevere Strategie, um sich an das extreme Klima der Savanne anzupassen. Im Gegensatz zu den meisten Vögeln, die Schlangen fürchten, jagt der Sekretärvogel Schlangen als eine seiner Lieblingsnahrungsquellen. Es ist ihm egal, ob sie giftig sind oder nicht, ob sie groß oder klein sind. Der Sekretärvogel ist dazu geboren, sich Schlangen zu stellen und hat sich dazu extrem effizient entwickelt. Sekretärvögel sind weder die größten noch die wildesten Raubtiere, aber dank ihrer Präzision, Intelligenz und Kampfeskunst sind sie zum Schrecken der Schlangen geworden. In einer Welt, in der Schlangen Angst und Schrecken verbreiten, sind Sekretärvögel ein Symbol für Mut und Kraft, echte Reiter der afrikanischen Savanne. In der Weite des Himmels, über den imposanten Bergen, können selbst starke Windböen das entschlossene Flügelschlagen eines Wesens, das den Himmel beherrscht, nicht ins Wanken bringen. Es handelt sich um den Adler, einen Raubvogel, der als oberstes Symbol für Kraft und Freiheit gilt. Aber neben seinem majestätischen Aussehen und seinem durchdringenden Blick ist der Adler auch der stille Feind der Schlangen, die auf der Erde leben. Zu den bekanntesten Arten zählen der Weißkopfseeadler Haliaetus leucocephalus, das Nationalsymbol der Vereinigten Staaten, und der Steinadler Aquila chrysaetos, der größte Raubvogel der nördlichen Hemisphäre. Sie sind paradigmatische Beispiele für ihre Jagdfähigkeiten und ihre perfekte Anpassung an unterschiedliche Lebensräume, von Bergen und Ebenen bis hin zu trockenen Graslandschaften. Adler haben eine Spannweite von 2 bis 3 Metern, scharfe Krallen und eine Sehkraft,
die 4 bis 8 Mal besser ist als die des Menschen. Dadurch können sie kleine Beutetiere wie Schlangen oder Mäuse aus mehreren Kilometern Entfernung erkennen. Im Gegensatz zu anderen Raubvögeln, die Schlangen mit Annäherungstechniken vom Boden aus jagen, verfolgt der Adler eine Strategie des schnellen und präzisen Angriffs aus der Luft. Er fliegt in Kreisen, um seine Beute zu beobachten, und stürzt sich dann mit hoher Geschwindigkeit auf sie, wobei er seine kräftigen Krallen einsetzt, um sie in Sekundenbruchteilen zu kontrollieren. Adler sind nicht nur schnell und stark, sondern auch äußerst präzise. Bei ihren Angriffen zielen sie in der Regel auf Schwachstellen wie den Nacken oder den Rumpf, wodurch sie das Risiko minimieren, wenn sie auf gefährliche Beutetiere wie giftige Schlangen treffen. Insbesondere lange Schlangen können sie mit ihrem Schnabel zerteilen, bevor sie fressen oder sogar in ihr Nest tragen, um ihre Jungen zu füttern. Dank ihrer Beherrschung des Luftraums, der Kraft ihrer Krallen und ihrer perfekten Jagdstrategie ist der Adler seit jeher der Schrecken der Schlangen, sei es in den Prärien Nordamerikas oder in den Bergen Asiens und Europas. In der Natur, wo Stärke oft durch Gift oder Geschwindigkeit definiert wird, repräsentiert der Adler eine andere Art von Stärke-Ruhe. Präzision und Herrschaft aus der Höhe. In den Prärien, lichten Wäldern und kargen Steppen Nordamerikas ist der Rotschwanzbussard Buteo jamaicensis ein vertrauter und gefürchteter Raubvogel. Mit einer Flügelspannweite von etwa 1 Cis. 2 Metern, einem geschmeidigen Körper, einem charakteristischen roten Schwanz und extrem scharfen Augen sind sie Meister der Luftüberwachung. Anstatt ihre Beute zu verfolgen, ziehen es Rotschwanzbussarde vor, regungslos in der Höhe zu verharren und ihre Beute von unten aufmerksam zu beobachten. Wenn sie eine Schlange im Gras entdecken, stürzen sie sich auf sie und fangen sie mit ihren Krallen, bevor sie reagieren kann. Obwohl sie kleiner sind als Adler, haben Rotschwanzfalken den Vorteil, dass sie wendig sind und überraschend angreifen können. Mit ihrer präzisen Jagdstrategie, ihren schnellen Reflexen und ihrer Kraft sind sie zum stillen Albtraum vieler Schlangen im nordamerikanischen Ökosystem geworden. In der Wildnis, wo Gift oft über Leben und Tod entscheidet, ist der Mangu eine Ausnahme. Klein, wendig und mutig gilt dieses Tier seit langem als Erzfeind giftiger Schlangen. Manguidos wiegen weniger als 2 Kilo, haben aber einen wendigen Körper, schnelle Reflexe und messerscharfe Zähne. Insbesondere sind sie dank einer biologischen Mutation der Nervenrezeptoren, einem seltenen Geschenk der Evolution, in der Lage, dem Gift von Schlangen zu widerstehen. Unter dem Blätterdach eines trockenen Strauchs schlittert eine schwarze Mamba,
die schnellste und giftigste Schlange der Welt. Über den Boden. Ihre Länge übertrifft den kleinen Körper des Mangus bei weitem. Mit jedem Biss kann sie so viel Gift in den Körper ihrer Beute injizieren, dass ein Löwe ohne medizinische Hilfe sterben würde. Für den Mangut ist das jedoch kein Grund zur Flucht. Ohne Flügel und ohne große Größe überlebt der Mangut dank seiner Kühnheit und Geschicklichkeit. In der Natur trotzen sie nicht nur giftigen Schlangen, sondern beweisen auch, dass Mut manchmal stärker ist als tödliches Gift. Inmitten der glühenden Sandwüste Nordafrikas, wo die Tagestemperaturen bis zu 50 Grad Celsius erreichen können und die Nächte eiskalt sind, muss sich jedes Lebewesen maximal anpassen, um zu überleben. In dieser feindlichen Umgebung beherrscht ein kleines Tier, das zum Überleben viel zu zerbrechlich erscheint. Still und leise die Nacht der Wüstenfuchs Fennec Fox vulpes cerda. Mit seinen riesigen Ohren, die fast so groß sind wie sein Kopf, fällt der Fennec-Fuchs nicht nur durch sein Aussehen auf, sondern auch dadurch, dass er ein Meister der Anpassung an extreme Lebensbedingungen ist. Diese großen Ohren helfen ihm, Wärme abzuleiten, den Körper zu kühlen und vor allem Geräusche zu verstärken, sodass er Reptilien und Insekten unter dem tiefen Sand aufspüren kann. Das ist seine Geheimwaffe für die Jagd in der Dunkelheit. Der Körper des Fennecs ist klein. Er wiegt zwischen 1 und 1,5 Kilolar, ist aber äußerst wendig und lautlos. Die Sohlen ihrer Pfoten sind mit einer dicken Fellschicht bedeckt, die es ihnen ermöglicht, sich geräuschlos über den heißen Sand zu bewegen. Tagsüber schlafen sie in Höhlen, um sich vor der Sonne zu schützen. Nachts gleiten sie lautlos wie Schatten durch die Dünen und verfolgen ihre Beute mit ihrem ausgeprägten Geruchs- und Gehörsinn. Obwohl sie sich hauptsächlich von Insekten, Eidechsen und kleinen Vögeln ernähren, jagen Fennecs auch kleine Schlangen, insbesondere giftige Reptilien von geeigneter Größe, wie die Hornschlange.
Anstatt sich wie Mangusten oder Sekretäre frontal in den Kampf zu stürzen, wenden Phoenix die Taktik an, sich zu verstecken, sich von hinten anzuschleichen und der Schlange einen schnellen, präzisen Biss in den Hals zu versetzen, ihrer verwundbarsten Stelle. Dank ihrer geringen Größe und ihrer hohen Geschwindigkeit minimieren sie das Risiko und vermeiden jeglichen Kontakt mit dem giftigen Kopf der Schlange. Was den Fennec so besonders macht, ist nicht seine Aggressivität, sondern seine Intelligenz und seine furchterregende Stille. In einer Welt, in der die Stärksten oft auf Gewalt zurückgreifen, nutzt der Fennec seine Beweglichkeit, seine Diskretion und seine Strategie, um zu überleben und sogar viel gefährlichere Feinde zu besiegen. Leise, klein, aber niemals aufgebend. Das ist die Identität des Wüstenfuchses. Ein kleiner Krieger inmitten eines Sandmeeres, wo jeder Schritt eine Entscheidung über Leben und Tod ist und jede Jagd ein Beweis für die große Anpassungsfähigkeit der Natur. Wenn man von mutigen Tieren spricht, die keinen Gegner fürchten, sei es eine giftige Schlange, eine riesige Boa oder ein Schwarm wütender Bienen, gibt es in der Tierwelt nur einen Namen, der herausragt: der Honigdachs Mellivora capensis. Obwohl er weder einen großen Körper noch überragende Muskelkraft besitzt, ist dieses kleine Tier für seinen unbeugsamen Kampfgeist bekannt, der selbst die furchterregendsten Raubtiere zweimal überlegen lässt, bevor sie ihn angreifen. Der Honigfuchs lebt hauptsächlich in Afrika und Teilen Asiens in lichten Wäldern, Graslandschaften und Halbwüsten. Sein Körper ist einfach, gedrungen und robust, mit einer Länge von 60 bis 70 cm. Aber unter seinem silberschwarzen Fell verbirgt sich ein außergewöhnlich gut an ein Leben voller Gefahren angepasstes System. Eines seiner herausragendsten Merkmale ist seine dicke, elastische Haut, die fast immun gegen Bisse und Gift ist. Wenn sie von giftigen Schlangen wie Kobras oder Mambas gebissen werden, können Honigmangas vorübergehend bewusstlos werden, erholen sich aber dank ihres erstaunlichen biologischen Mechanismus zur Abwehr von Gift innerhalb weniger Minuten wieder. Darüber hinaus verfügt diese Art über scharfe Zähne, gekrümmte, kräftige Krallen sowie eine für kleine Fleischfresser ungewöhnliche Reaktionsgeschwindigkeit und Beweglichkeit. Sie können sich schnell drehen, um einem Angriff zu entkommen oder zubeißen, obwohl sie von einer Schlange oder einer Boa festgehalten werden. Mit einem ausgeprägten Überlebensinstinkt weichen Waschbären ihren Feinden nicht aus, sondern gehen aktiv vor und greifen mit Kraft und Mut an. Neben Schlangen sind sie auch für ihre Kühnheit bekannt. Sie greifen Bienenstöcke an, was die meisten Tiere meiden. Ungeachtet der Hunderten von Stichen sind Honigfüchse bereit, die Waben zu zerstören, das Wachs und den Honig zu fressen und sogar die Königin zu fangen.
dicke Haut hilft ihnen, den Zorn der Bienen zu ertragen, und ihre Hartnäckigkeit lässt sie nicht aufgeben, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Mutig, hartnäckig und unerbittlich sind Honigschlangen zu einem lebendigen Symbol für den Mut der Natur geworden. In einer Welt, in der die Stärksten oft die Größten, die giftigsten oder die Schnellsten sind, beweisen Honigschlangen, dass Mut und Ausdauer einem Lebewesen helfen, sich in Gefahr zu behaupten, sei es gegenüber einer schwarzen Mamba oder einem Schwarm von Tausenden von Bienen. In der Wildnis sind Schlangen seit langem ein Symbol für den stillen und kalten Tod. Agil und mit der ultimativen Waffe ausgestattet, Gift. Aber in jedem feindlichen Gebiet, von trockenen Wüsten bis zu Dschungeln, afrikanischen Graslandschaften und nordamerikanischen Ebenen, sehen wir, dass Gift nicht immer die höchste Macht ist. Der Roadrunner ist flink wie ein Pfeil in der Wüste von New Mexico. Der Sekretvogel geht mit festem Schritt und schlägt präzise auf den Kopf der Schlange. Der Adler und der Rotschwanzbussard beherrschen den Himmel und vernichten aus der Höhe alle Reptilien, die sich auf dem Boden winden. Der Mangutro verwandelt seine Kühnheit in Überlebensinstinkt. Der Wüstenfuchs ist klein, aber schlau und überlebt dank seiner Stille und seiner Strategie. Und das Gürteltier, Symbol der Widerstandsfähigkeit, ist bereit, sich einem Bienenschwarm und einer Mambanschlange zu stellen, nur um zu beweisen, ich habe keine Angst. Jede Art, jede Jagdweise, jedes evolutionäre Merkmal beweist eines: In der Natur gewinnt nicht immer der Stärkste, sondern derjenige, der sich am besten anpasst, der sich traut, sich zu stellen und nicht zurückweicht. Diejenigen, die Schlangen Angst einflößen, tun dies nicht, weil sie keine Angst haben, sondern weil sie ihre Angst mit ihrem Instinkt, ihrer Intelligenz und ihrem Mut überwunden haben. Schlangen sind nach wie vor respektable Lebewesen, aber für Tiere wie den Roadrunner, den Sekretvogel, den Adler, den Mangu oder den Waschbären sind Schlangen keine Gefahr mehr, sondern nur noch Teil des Überlebenszyklus, den sie aus eigener Kraft erobert haben. Unter den ruhigen, tiefblauen Wellen verbirgt sich eine chaotische Unterwelt. Es gibt kein Entkommen. Keine Hilferufe. Nur die Gejagten und die Jäger. Unsichtbare Jäger, der stille Albtraum unter dem Meer. Unter der
glitzernden Wasseroberfläche entsteht eine magische Welt, die schillert, sich bewegt und vor Leben wimmelt. Tiefrote, feurig orangefarbene, leuchtend violette und smaragdgrüne Korallenriffe ragen wie bunte Burgen empor und strecken sich wie Arme aus, um die Sonne über ihnen zu umarmen. Hunderte winziger Lebewesen verstecken sich in jeder Ritze und jedem Spalt. Schwärme von Falterfischen und Kaiserfischen schimmern wie fliegende Spiegel. Während Clownfische mit orange-weißen Streifen um weiche Anemonen tanzen. Wenn Sie an einem Felsenriff vorbeigleiten, sehen Sie vielleicht eine Muräne aus ihrer Höhle auftauchen, deren runde Augen alles beobachten, was sich bewegt. An anderer Stelle ruht eine Krake regungslos, passt sich perfekt an die Felsen an und scheint mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. Während sich Seesterne wie Blumen auf dem feinen Sand ausbreiten, bewegen sich Seegurken langsam vorwärts. Dann plötzlich unter der sonnenbeschienenen Oberfläche schießen 1000 silberne Fische in einer koordinierten Welle vorbei und bilden einen Tanz aus gebrochenem Licht. Jedes Lebewesen in dieser Welt bewegt sich zu seinem eigenen Rhythmus und schafft eine wortlose Symphonie der Natur. Es ist alles andere als still. Wie der sanfte Atem des Ozeans steigen Luftblasen langsam aus der Tiefe auf. Kein Moment gleicht dem anderen in dieser Welt. Die ewige Geschichte des Ozeans wird von allem geschrieben, was lebt und sich bewegt. Eine Welle weißer Blasen bricht aus der dunklen, türkisfarbenen Wasseroberfläche in der Ferne hervor. Eine Gruppe von Tümmlern schießt wie silberne Pfeile aus der Tiefe empor und durchbricht die Strömung. Ihre schlanken Körper steigen mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf. Ihre glatten, stahlgrauen Körper werden vom gebrochenen Licht umrandet, sodass jeder Dreh im Wasser wie ein Lufttanz wirkt. Tursiops truncatus oder große Tümmler gehören zu den intelligentesten Meerestieren. Sie haben eine charakteristische runde Schnauze, die einem immerwährenden Lächeln ähnelt, und ihre Körper sind zwischen 2 und 4 Meter lang und bis zu 300 Kilo schwer. Zusätzlich zu ihrer Schnelligkeit und Akrobatik verfügen sie über ein hochentwickeltes Echoortungssystem, mit dem sie ihre Umgebung millimetergenau kartografieren können. Ihr hochentwickeltes Gehirn ist mit dem vieler Primaten vergleichbar. Sie können bei der Jagd zusammenarbeiten, sich in Gruppen um ihren Nachwuchs kümmern, sich mit unverwechselbaren Lauten rufen, spielen und Empathie zeigen, Eigenschaften, die im Tierreich ungewöhnlich sind. Die Sardinenwanderung, eine gewaltige Symphonie aus Leben, Bewegung und Gefahr, ist eines der beeindruckendsten Naturereignisse im Ozean, das jedes Jahr mit Beginn des Winters in den Gewässern vor der Küste Südafrikas stattfindet. Klein, silbrig und schlank glänzen Sardinen Sardops sagax wie Millionen von Spiegeln im Meer.
Sie schwimmen in unglaublich dichten Schwärmen und bilden schimmernde Fischbälle, die Dutzende Meter breit sind und sich über Kilometer erstrecken können. Sie sind in der Regel 20 bis 30 Zentimeter lang. Als wichtiger Bestandteil der Nahrungskette im Ozean sind Sardinen eine saisonal variable Nahrungsquelle für Robben, Seevögel, Delfine, Haie und sogar Wale. Aus den kalten Gewässern vor Kap Agulhas ziehen jedes Jahr zwischen Mai und Juli Milliarden von Sardinen nach Norden und folgen der nährstoffreichen Benguela-Strömung entlang der Ostküste Südafrikas. Diese kalte Strömung sorgt für eine hohe Fischdichte und lebensfreundliche Temperaturen. Doch das Überleben ist nie einfach. Je weiter die Fische nach Norden schwimmen, desto näher kommen ihnen ihre Feinde. Delfine führen ihre Jagd von unten aus. An dem kaltblütigen Festmahl beteiligen sich auch weiße Haie, Schwarzspitzenhaie und Schwarzhaie. Die Sardinenmassen werden von Seevögeln wie Kapptölpeln, die aus 30 bis 40 Metern Höhe herabstürzen, wie lebende Speere durchbohrt. Jeder Aufprall erzeugt donnernde Spritzer, die wie Kriegstrommeln hallen und explosive Sprühfontänen. Die Sardinen, von allen Seiten umzingelt, pressen sich zu dichten, atmenden Kugeln zusammen, die sich unter dem Einfluss von Strömung und Licht verzerren. Viele von ihnen landen jedoch trotz ihrer Widerstandsfähigkeit in messerscharfen Kiefern. Auch wenn Bilder von Delfinen, die durch die Wellen springen, weltweit Bewunderung hervorrufen, sind diese empfindungsfähigen Lebewesen in einigen dunklen Ecken der Menschheit Ziel einer umstrittenen Tradition der Delfinjagd. Das blutige Ritual, ein Schandfleck für das Bild des Meeres, wird trotz internationaler Empörung jedes Jahr wiederholt. Ohne Ausweg werden ganze Delfinschulen mit Stangen und Motoren in kleine Buchten getrieben. Das Wasser, einst ihr Reich der Freiheit, färbt sich rot. In einem herzzerreißenden Widerspruch hallen Schreie zwischen applaudierenden Menschenmengen wider. Dies ist ein Gemetzel, das im Namen der Tradition durchgeführt wird, keine Jagd ums Überleben und dergleichen. Die Praxis wurde von zahlreichen Aktivisten, Wissenschaftlern und Naturschutzorganisationen verurteilt, die davor warnen, dass sie neben Delfinen auch das marine Ökosystem schädigen könnte. Aus finanziellen Gründen, kultureller Ablehnung oder schlimmer noch,
Aus Apathie werden diese Initiativen häufig ignoriert. Delfine sind keine aggressiven Symbole, sondern stehen für Freundlichkeit, Intelligenz und friedliches Zusammenleben im weiten Ozean. Sie zu vernichten bedeutet, neben einer Tierart auch ein Stück unserer Menschlichkeit zu verlieren. Der Widerstand gegen solche Feste muss mit jeder Saison lauter werden, wenn sie Jahr für Jahr weiter stattfinden. Zu den wesentlichen Instrumenten gehören ein Perspektivwechsel, verantwortungsbewusste Medien und Aufklärung der Bevölkerung. Wenn wir weiterhin Blutvergießen auf den Wellen beklatschen, werden wir die Ozeane nicht schützen können. Wir möchten nun wissen, was Sie von diesen Festen halten, die trotz der Proteste immer noch stattfinden. Ist Tradition es wert, bewahrt zu werden? Wenn dadurch unschuldige Menschen leiden müssen, sagen Sie uns Ihre Meinung. Denn jeder Gedanke und jede Handlung, egal wie klein, hat die Kraft, den Lauf der Dinge zu verändern. Für ein Meer, das nicht weint. Für eine Zeit, in der die Menschen diejenigen respektieren, die keine Stimme haben. Weiße Haie sind der Inbegriff des Raubtierinstinkts. Sie sind Killer, die kein Brüllen brauchen, sondern nur Taten. Wenn Delfine das Symbol für Intelligenz und Einheit im Ozean sind, der größte Raubfisch der Meere. Der weiße Hai Carcharodon carcharias ist ein Symbol für Kraft, Beweglichkeit und unfehlbaren Instinkt. Er ist das Ergebnis einer über 400 Millionen Jahre langen Evolution, die sein Aussehen im Wesentlichen unverändert gelassen hat, da er schon vor langer Zeit die Perfektion für die Rolle des obersten Jägers erreicht hat. Sie können bis zu 2,5 Tonnen wiegen und eine Länge von 4 bis 6,5 Metern erreichen. Ihre Haut ist nicht so glatt. Wie sie scheint, denn sie besteht aus Millionen mikroskopisch kleiner, zahnähnlicher Schuppen, den sogenannten Hautzähnen, die die Geschwindigkeit erhöhen und den Wasserwiderstand verringern. Ihre riesigen Kiefer mit 5 Reihen von 300 unglaublich scharfen Zähnen können einen Druck von bis zu 1,8 Tonnen pro Quadratzentimeter ausüben. Außerdem wachsen ihnen ihr ganzes Leben lang ständig neue Zähne nach. Falls Sie einen verlieren sollten, die Lorentzinschen Ampullen, ein einzigartiges Sinnesorgan, über das weiße Haie verfügen, ermöglichen es ihnen, bei schlechten Lichtverhältnissen zu sehen und elektrische Felder aus den Herzschlägen ihrer Beute zu erkennen, selbst wenn diese unter Sand versteckt sind. Dank ihres ausgeprägten Gehörs können sie Vibrationen in kilometerweiter Entfernung wahrnehmen. Ihr großes Gehirn mit hochentwickelten Sinnesbereichen macht sie jedoch zu intelligenten Jägern und nicht nur zu instinktiven Killern. Obwohl sie Einzelgänger sind, zeigen weiße Haie eine Vielzahl sozialer Verhaltensweisen. Der Größere mag zwar dominieren, aber der Schnellere kann ihn überlisten und ihm die Beute wegschnappen. Sie lernen, passen sich an und bilden sogar Jagdhierarchien. Das Meer ist bei Tagesanbruch noch in Nebel gehüllt und das schwache Morgenlicht dringt noch nicht bis zum Meeresgrund vor.
Eine Gruppe Seelöwen schleicht sich ins eiskalte Wasser, um auf einem Felsvorsprung vor Seal Island in Südafrika Fische zu jagen. Da sie wissen, dass ein Raubtier unter ihnen lauert, sind sie schnell, schlau und vorsichtig. Der Spitzenpredator, der weiße Hai, bewegt sich nicht schnell. Er kreist leise in einer Tiefe von 20 bis 30 Metern unterhalb der Schwimmroute der Seelöwen. Sein riesiger Körper bewegt sich nicht. Nur ein sanftes Schwanzschlag reicht aus, um wie ein Geist dahin zu gleiten. Er blinzelt nicht einmal. Alle Bewegungen der Seelöwen sind geplant. Ohne zu ahnen, dass es vom Tod ausgewählt wurde, verlässt ein Jungtier die Gruppe und dreht sich langsam um. Der Hai dreht sich um und beschleunigt. In weniger als 2 Sekunden schießt er mit über 40 Kilometer pro Stunde nach oben. Sein muskulöser Körper gleicht einer silbernen Rakete, die aus der Tiefe in Richtung Oberfläche schießt. Wenige Augenblicke später ist das Meer wieder still. Nur noch wenige Wellen sind zu sehen und ein Schatten verschwindet lautlos in der Tiefe. Die Jagd ist vorbei und der gnadenlose Kreislauf des Ozeans beginnt von neuem. Eine unheimliche Szene bietet sich am südlichsten Punkt der Welt, wo der Ozean auf den eisigen Kontinent Antarktika trifft. Wie alte, von der Zeit zurückgelassene Steine treiben Eisschollen langsam über das eisige Meer. Das Eis leuchtet wie lebender Kristall, während die schräge Sonne einen blassblauen Schimmer auf die fast schwarze Oberfläche wirft. Die einzigen Geräusche sind das Knacken des Eises und das scharfe Zischen des Windes, als würde die Erde nach Luft ringen. Der Atem eines Menschen würde aufgrund der extremen Kälte und Trockenheit der Luft innerhalb von Sekunden gefrieren. Dennoch hält das Leben in dieser scheinbar leblosen Welt mit Hartnäckigkeit stand. Antarktische Killerwale, eine seltene Art der Orcinus orca, bewegen sich wie stille Krieger unter dickem Eis und fast gefrorenem Wasser. Sie gehören zu den intelligentesten und geschicktesten Raubtieren, die jemals in freier Wildbahn beobachtet wurden. Ein ausgewachsenes Tier kann bis zu 6 Tonnen wiegen und eine Länge von über 8 Metern erreichen. Ihre schwarz-weiße Färbung hat nicht nur ästhetische Gründe. Ihr weißer Bauch verschmilzt mit dem Licht über ihnen, ihr dunkler Rücken mit der Tiefsee, sodass sie sich fast unbemerkt nähern können. Lassen Sie sich nicht von Ihren kleinen Augen täuschen, die sich direkt vor ihren markanten weißen Flecken befinden. Orcas haben sowohl über als auch unter Wasser eine ausgezeichnete Sehkraft. Noch erstaunlicher sind ihr riesiges Gehirn und ihr hochentwickeltes Nervensystem. Orcas kommunizieren nicht nur in Familiendialekten und erkennen komplexe Laute. Sondern können auch ihr Wissen über die Jagd über Generationen hinweg weitergeben. Ähnlich wie unterschiedliche Kulturen innerhalb einer einzigen Spezies hat jede Gruppe ihre eigenen Laute, Taktiken und Strategien.
Obwohl sie Echoortung einsetzen, haben sie sich daran angepasst, subtile Vibrationen ihrer Beute auf der Eisoberfläche in den Polarregionen zu erkennen, wo dickes Eis den Schall dämpft. Dies ist eher eine bemerkenswerte Anpassung als bloßer Instinkt. Stille umgibt das Leben rund um die Eisschollen. Weddellrobben liegen regungslos auf der Oberfläche und halten Ausschau. Sie verfügen über einen ausgeprägten Geruchssinn, eine dicke Speckschicht und Zähne, mit denen sie Löcher ins Eis beißen können, um zu atmen. Unschuldig, aber wachsam versammeln sich Adelie-Pinguine in Gruppen in der Nähe und warten wie kleine Paraden über das Eis. Unter ihnen verstecken sich antarktischer Kabeljau, Tiefseefische und Riesenkalmare im Schatten und winden sich durch eisige Spalten. Die Orcas sind jedoch die dominierende Kraft in diesen Gewässern und kein Lebewesen hier ist sich dessen nicht bewusst. Südliche Seelöwen ruhen sich auf einer riesigen treibenden Eisscholle aus. Ihre schweren Körper glänzen frostig, als sie aus dem Meer auftauchen. Eine Gruppe von Orcas hat sie jedoch entdeckt und wendet nun eine der seltensten Jagdstrategien der Natur an, das Wellenwaschen. Es bilden sich 2 Paare von 4 Killerwalen. Aus der Ferne schwimmen sie synchron auf das Eis zu und erzeugen dabei Wellen. Dann, genau im richtigen Moment, stürmen alle 4 schnell vorwärts und verursachen eine künstliche Welle, die das Eis erschüttert, genau wie die Orcas es erwartet hatten. Fällt ein Seelöwe ins Wasser? Die Orcas nähern sich in 5 Sekunden, um die Beute zu verwirren. Taucht eine tief unter. Eine andere schnappt sich ihre Seite. Eine dritte richtet sich auf und knurrt. Wie Tinte breitet sich Blut im eisigen Wasser aus. Sie ziehen die Beute gemeinsam unter Wasser und teilen sich das Festmahl, als wäre es vorher abgesprochen gewesen. Keine Panik, kein Chaos, nur die Stille. Präzision und Teamarbeit professioneller Killer. Die übrigen Seelöwen auf dem Eis stehen erschrocken auf. Sie blicken ins Wasser. Das nun regungslos ist. Sie sind sich jedoch bewusst, dass die schwarz-weißen Kämpfer noch da sind, still, geduldig, ständig auf den nächsten Schlag gefasst. Doch obwohl Orcas Spitzenprädatoren sind, sind sie einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt. Nicht durch andere Tiere, sondern durch menschliche Aktivitäten. Das Eis schmilzt schneller denn je in den Polarregionen, die einst der natürliche Lebensraum für ihre Jagdtouren waren.
Der Lebensraum von Seelöwen, Robben und Pinguinen, den Hauptbeutetieren der Orcas, schrumpft aufgrund des durch die globale Erwärmung verursachten frühen Eisaufbruchs. Orcas müssen weiter schwimmen, mehr Energie verbrauchen und mehr Risiken eingehen, wenn die Nahrung knapp wird. Unterdessen werden diese einst unberührten Gewässer heute von Kreuzfahrtschiffen, Öltankern und Eisgewinnungsunternehmen frequentiert. Plastikmüll. Schwermetalle und Ölverschmutzungen töten nicht nur kleine Tiere, sondern reichern sich auch in der Nahrungskette an und gelangen in das Gewebe der Orcas. Bei einigen toten Orcas wurden Giftstoffkonzentrationen festgestellt, die hunderte Male über den biologischen Sicherheitsgrenzwerten liegen. Unterwasserlärm ist die heimlichste Bedrohung von allen. Orcas sind für ihre Kommunikation, Jagd und Navigation fast ausschließlich auf Geräusche angewiesen. Industrieller Lärm. Schiffsmotoren und militärische Sonargeräte beginnen jedoch, diese unhörbaren Ohren zu übertönen. Die Orcas verlieren die Orientierung, verlieren ihre Herde aus den Augen und können keine Beute mehr finden. Wir kennen Orcas als erfahrene Jäger, natürliche Teamplayer und Wesen mit strategischem Denken und einem ausgezeichneten Gedächtnis. Dieselben Tiere werden jedoch in anderen Teilen der Welt in Glastanks gehalten, nicht um zu leben, sondern um vorgeführt zu werden. Einst schwammen Orcas täglich Hunderte von Kilometern, jagten unter dem Eis und unterrichteten ihre Jungen. Heute sind sie in Tanks eingesperrt, die zu klein sind, um sich natürlich zu bewegen. Anstelle der Geräusche des Ozeans hören sie nur noch Hintergrundmusik zur Unterhaltung. Jubelnde Menschenmengen und Lautsprecher. Ihre Kopfbewegungen, hohen Sprünge und inszenierten Lächeln sind nicht spontan, sondern das Ergebnis psychologischer Kontrolle. Hunger und Isolation, Zahnverfall. Infektionen und emotionale Belastungen sind bei Orcas in Gefangenschaft weit verbreitet. In Gefangenschaft leben sie nur halb so lange wie in freier Wildbahn. Einige haben jeglichen Glauben an die Welt verloren, weshalb sie verrückt geworden sind und Trainer angegriffen haben. Das intelligenteste Raubtier im Ozean ist eine Zirkusattraktion für kurzlebige Unterhaltung. Das ist keine Bildung, das ist keine Art von Naturschutz, das ist eine glitzernde Kette. Wir können keine Verbindung zur Natur herstellen, wenn wir sie hinter Glas einschließen. Killerwale wurden nicht dazu geschaffen, sich zu verbeugen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Sie wurden dazu geschaffen, in eisigen Gewässern zu schwimmen.